Hi, hier ist Irina und willkommen zu der nächsten Folge von Make It Personal. Heute sprechen wir über die Segmentierung in der Hyperpersonalisierung. Die hyperpersonalisierte Kundenkommunikation setzt voraus, dass man die Inhalte für jeden einzelnen Kunden personalisiert. Das heißt auf der Ebene One-to-One. Aber bedeutet es denn wirklich, dass die Segmentierung jetzt tot ist? Lasst uns mal gemeinsam dieses Video von Reddit anschauen. Dieser arme Mann versucht, diese super niedlichen Kätzchen irgendwie zusammenzubringen, sie in eine Reihe zu setzen und ein Foto von diesen Kätzchen zu schießen. Wie wir sehen, ohne Erfolg. Jedes Kätzchen tut, was es möchte, ja, und wir wissen auch nicht, wieso es genau das tut, was es tut. Die Dynamik von diesem Video erinnert uns ein bisschen an die Dynamik, mit der sich ein CRM-Manager ständig konfrontieren muss. Ja? So, CRM-Manager im freien Fall. Gestern noch ein paar Kunden vor der Abwanderung gerettet, heute will schon der nächste zur Konkurrenz wechseln. Gestern noch ein loyaler Kunde, heute ist dieser Kunde wütend, weil er irgendwie mit Customer Support nicht zufrieden war oder sonst was. Ja? Und das können wir natürlich dann auch vervielfachen und multiplizieren, weil die Unternehmen haben keine 10 Kunden, ja, die haben Tausende von Kunden, Millionen von Kunden und jeder Kunde hat sein eigenes Verhalten. Die Segmentierung ist ein Versuch, diese Kunden in homogene Gruppen zusammenzubringen, damit man dann mit diesen homogenen Gruppen kommunizieren kann, beziehungsweise irgendwie versuchen kann, die Inhalte, die Kommunikation an diese homogene Gruppe anzupassen. Ja, und dann ist halt die Frage, wie man diese Gruppen bildet. Denn diesem Mann auf dem Video wird es auch nicht weiterhelfen, wenn er jetzt versucht, die Kätzchen nach der Farbe aufzuteilen. Ja, das wird ihn nicht weiterbringen, wenn er jetzt hellgraue, dunkelgraue und weiße Kätzchen auseinander nimmt, ja, und versucht dann mit diesen Gruppen zu handeln. Das bringt nichts, ja, weil die Kätzchen, die werden von ganz anderen Faktoren beeinflusst, was sie jetzt als nächstes tun. Zum Glück sind die Kunden keine Kätzchen, ja, und die Kunden haben viel mehr Sinn und Logik in ihrem Kundenverhalten. Das Problem ist nur, dass wir diese Logik nicht kennen, ja, und die Logik von einem Kunden unterscheidet sich von der Logik von dem anderen Kunden. Und dieses Verhalten, dieses Kaufverhalten, Kundenverhalten wird von den Faktoren beeinflusst, von denen von den meisten, wir gar keine Ahnung haben. Und deswegen ist natürlich der Versuch, die große Kundenmenge in die Gruppen zusammenzuführen, um mit diesen Gruppen dann effizient zu handeln, keine einfache Aufgabe. Wie werden die Kundensegmente gebaut? Man nimmt verfügbare Informationen, verfügbare Attribute und versucht anhand von diesen Attributen Kundengruppen zusammenzuführen. Ja, man nimmt natürlich gleich mehrere Attribute, nicht einfach das Geschlecht oder das Wohnort. Ja, man nimmt vielleicht das Geschlecht, das Wohnort, die Produktgruppe, den Umsatz und ja, vielleicht noch ein Attribut. Ja, und diese Suche nach der Relevanz, ja, also welches Segment wird jetzt relevant? Das ist sehr mühsam und ist auch mit vielen AB-Testings verbunden. Denn es ist nicht immer offensichtlich, ja, welches Segment muss man denn ansprechen, um die KPIs zu verbessern, ja, zum Beispiel um mehr Umsatz mit den Bestandskunden zu generieren. Aus diesem Grund, die Segmentierung selbst ist nicht falsch als solches, ja, und das ist auch nicht tot. Die Frage ist nur, welche Daten wir nutzen, um die Segmente zu erstellen. Lass uns zurück an die 360° Customer View denken. Angereichert mit Predictive Insights. Wenn wir diese Predictive Insights für die Kundensegmentierung nutzen, dann haben wir schon einen riesigen Unterschied, auch wenn wir jetzt anhand von diesen Predictive Insights Segmente erstellen und nicht sofort in die One-to-One-Kommunikation übergehen. Ja, denn durch die Nutzung von Predictive Insights, das habe ich auch schon mehrmals gesagt, wichtig ist, dass diese Predictive Insights, die erlauben uns eine proaktive Handlung. Wir müssen nicht mehr reagieren. Ja, wir können das Problem angehen, noch bevor es passiert ist. Ja, wie zum Beispiel die Abwanderungskunden zu identifizieren oder die Kunden dann unterschiedlich zu behandeln, abhängig von ihrer Kaufbereitschaft oder von ihrem Kundenpotenzial. Ja? Und deswegen sind dann die Predictive Insights ein Game Changer, weil sie erlauben uns,
die Kunden zu segmentieren und dann wirklich homogene Gruppen zu erstellen, weil wir uns an das Kundenverhalten morgen orientieren. Ja, und das erlaubt uns, messbare Ziele zu setzen und diese Ziele auch zu erreichen. Wenn wir zum Beispiel, ja, als eine der Geschäftsziele die Abwanderungsbekämpfung haben, dann können wir dementsprechend die Segmente so bauen, dass wir gezielt mit der Abwanderung arbeiten. Dann können wir gezielt die Kunden nehmen, die ein hohes Abwanderungsrisiko haben und diese Kundengruppe dann nochmal in die kleineren Gruppen unterbrechen, zum Beispiel abhängig von dem Faktor, der das Kundenverhalten beeinflusst. Wieso wird der Kunde gehen? Ja? Dann haben wir zum Beispiel eine Kundengruppe mit einem hohen Abwanderungsrisiko aus dem Grund, weil die Kunden mit dem Customer Support unzufrieden sind. Und dann können wir noch weitergehen und weiter dieses Kundensegment unterbrechen und dann diese jeweiligen Attribute ansprechen. Die Predictive Insights werden außerdem als Actionable Insights bezeichnet. Ja, und ich finde diese Bezeichnung sehr zutreffend, weil genau das ist der entscheidende Punkt, dass wir bei Predictive Insights im Gegensatz zu historischen Daten, zu statischen Merkmalen, wirklich eine Handlungsgrundlage bekommen. Ja? Wir beziehen uns auf das Kundenverhalten von morgen. Und wir können genau die Themen angehen, die für unser Geschäft relevant ist, wie zum Beispiel Abwanderung, Erhöhen der Kundenloyalität oder Steigerung von Cross- und Upsell, Rates, Steigerung von Customer Lifetime Value und so weiter. Ja, wir starten bei der Problemstellung an, die für unser Geschäft, für unser Business momentan relevant ist. Und dann, also der nächste Schritt ist dann die Segmentierung. Und die Segmentierung findet dann anhand von Prognosen statt. Ja, im nächsten Video schauen wir uns gemeinsam an, wie wir von diesen Segmenten zu einer Hyperpersonalisierung kommen können. Ja, wie wir von Segmenten gebaut mit Hilfe von Predictive Insights zu der Personalisierung auf der Ebene One-to-One kommen können. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und let's make it personal.